willkommen. Heute geht es wieder einmal um den Lichen sclerosus. Und wenn es um den Lichen sclerosus geht, ist es nicht nur wichtig, diese Erkrankung früh zu erkennen und zu behandeln, sondern auch zu beachten, dass es Begleiterkrankungen gibt, die gehäuft in diesem Zusammenhang auftreten. Es gibt durchaus dramatische Zahlen. Ich möchte euch hier in diesem Video einige Zusammenhänge erklären und worauf ihr achten solltet. Was ein Lichen sclerosus ist, habe ich euch bereits in früheren Videos erklärt. Ein gut bekannter Zusammenhang besteht zwischen Lichen sclerosus und Krebs der Vulva, dem sogenannten Vulvakarzinom, sowie den Vorstufen davon. Das kann natürlich Anlass zur Sorge sein, wenn man von Lichen sclerosus betroffen ist, aber ihr werdet sehen, es gibt hier durchaus Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. 2023 sind zwei interessante Publikationen erschienen, welche den Zusammenhang von Lichen sclerosus mit anderen Erkrankungen untersucht haben. Die erste stammt aus der Universitätsklinik von Turku in Finnland. Dabei wurden 455 Frauen und Mädchen ausgewertet, die an dieser Klinik untersucht wurden und bei denen ein Lichen sclerosus festgestellt wurde. Um herauszufinden, welche Erkrankungen mit dem Lichen sclerosus zusammenhängen könnten, wurde die 10-fache Menge an Frauen und Mädchen aus der Datenbank der Klinik, die keinen Lichen sclerosus haben, mit den 455 Betroffenen zusammengerechnet. Die Auswertung haben sie vorgenommen für alle 455 Frauen und Mädchen und separat für die 196, bei denen der Lichen sclerosus mit einer Biopsie bestätigt wurde, also mit einer Gewebeprobe. In dieser Tabelle sind die Resultate für die gesamte Gruppe der 455 Betroffenen dargestellt. Links sind die Erkrankungen aufgelistet, die sie gefunden haben. Dann kommt die Spalte mit der Gruppe der Frauen und Mädchen mit Lichen sclerosus, mit der Prozentsatzangabe und der Anzahl der Betroffenen. Daneben die Kontrollgruppe mit den rund 4500 Frauen ohne Lichen sclerosus, ebenfalls mit Prozentsatz und Anzahl Betroffene, und so hinterst, und das ist vielleicht die interessanteste Spalte, das relative Risiko. Also wie ist das Verhältnis des Vorliegens der jeweiligen Erkrankung zwischen der Gruppe mit und der Gruppe ohne Lichen sclerosus. Wenn wir die Tabelle anschauen, dann finden wir einige Erkrankungen, die deutlich hervorstechen. Das erste mit einem relativen Risiko von 13,1 sind Entzündungen der Vulva und der Vagina. Das ist allerdings nicht wirklich eine Diagnose, sondern die Beschreibung eines Symptoms des Lichen sclerosus, und es ist daher nicht überraschend, dass diese Problematik bei Patientinnen mit Lichen sclerosus häufiger vorkommt. An zweiter Stelle finden wir Kondylome mit einem relativen Risiko von 8,1. Kondylome sind Feigwarzen, verursacht durch HPV-Viren. Sie sind zwar harmlos, können aber erhebliche Beschwerden machen. Damit HPV-Viren Feigwarzen auslösen können, müssen sie über kleine Hautverletzungen in die unterste Schicht der Epidermis, also der obersten Schicht der Haut, eindringen. Und daher ist auch dieser Zusammenhang klar: Bei Lichen sclerosus kommt es häufig zu feinen Einrissen der Haut oder zu oberflächlichen Hautverletzungen. An dritter Stelle finden wir die Dyspareunie, also die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Diese kommen hier 20 Mal häufiger vor bei Frauen mit Lichen sclerosus, aber das ist eigentlich auch klar und es ist ein typisches Symptom des Lichen sclerosus. Viertens finden wir die interstitielle Zystitis mit einem relativen Risiko von 5. Auch das ist nicht ganz überraschend, aber doch sehr interessant zu bemerken. Die interstitielle Zystitis ist ebenfalls ein Zustand einer chronischen Entzündung, von der wir nicht so genau verstehen, wie sie funktioniert. Das ist ganz ähnlich wie beim Lichen sclerosus. Und wenn wir überlegen, dass Entzündungen auf die Umgebung übergreifen können, dann ist es nicht so erstaunlich, dass zwei unklare Entzündungszustände, die wahrscheinlich auch eine Autoimmunkomponente haben, gehäuft miteinander auftreten können. Dann finden wir die Urininkontinenz mit einem relativen Risiko von 4,8. Urininkontinenz ist nicht eine Diagnose, von der wir eindeutig sagen können, was es ist, aber
Im Zusammenhang mit einer interstitiellen Zystitis kommt es häufig zu starkem Harndrang und Schmerzen und damit verbunden zu Inkontinenz. Das ist also eine mögliche Erklärung. Dann finden wir mit einem relativen Risiko von 4,5 das Übergewicht. Hier ist der Zusammenhang nicht so klar und es gibt verschiedene Hypothesen und es wird diskutiert, ob das Übergewicht den Lichen-Sklerosus begünstigt oder vielleicht umgekehrt. Als nächstes kommen Entzündungen der Lippen und der Mundschleimhaut mit einem relativen Risiko von 4,8. Das ist ein Zusammenhang, den wir bereits kennen. Wir wissen, dass bei Lichen-Sklerosus häufig Aften im Mund oder auch der Lichen-Planus im Mund auftritt. Schließlich findet sich ein Zusammenhang mit der Zöliakie mit einem relativen Risiko von 6,8. Die Zöliakie ist eine Art allergische Reaktion auf Gluten, den Proteinen im Weizen. Neben dieser allergischen Komponente geht man aber auch davon aus, dass eine Art autoimmune Erkrankung besteht, denn die Darmepithelien werden durch diese Erkrankung zerstört und gehen stark zurück. Das macht dann schlussendlich bei dieser Erkrankung auch so starke Probleme. Was man in dieser Tabelle beachten sollte, ist, dass die Gruppe von 455 Betroffenen doch relativ klein ist und zum Teil die Anzahl der Betroffenen dann doch sehr gering ist. Daher sind gewisse Aussagen sicher mit Vorsicht zu genießen. Aber gehen wir als nächstes zu dieser zweiten Tabelle mit der Auswertung der Frauen und Mädchen, bei denen der Lichen-Sklerosus mit einer Biopsie nachgewiesen wurde. Hier finden wir ein paar Unterschiede. Ganz zuoberst steht das Vulvakarzinom, also der Krebs der Vulva, mit einem abenteuerlich erhöhten relativen Risiko von 70. In dieser Gruppe waren also die Fälle von Vulvakarzinom 70 mal höher als bei den Frauen ohne Lichen-Sklerosus. Auch Krebs des Gebärmutterhalses und der Gebärmutterschleimhaut waren mit einem relativen Risiko von 4 bis 5 deutlich häufiger bei den Frauen mit Lichen-Sklerosus. Dann finden wir ein paar Erkrankungen wie die Zöliakie, die interstitielle Zystitis und die Urininkontinenz, die im Bereich von 5 bis 7 Mal häufiger in etwa ähnlich vermehrt vorkommen bei den Frauen, bei denen der Lichen-Sklerosus mit einer Biopsie nachgewiesen wurde, gegenüber der Gesamtgruppe. Und dann kommt die Dyspareunie, die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, die hier Faktor 30 höher war, gegenüber der Gesamtgruppe mit Faktor 20. Das deutet darauf hin, dass bei den Frauen und Mädchen, bei denen eine Biopsie gemacht wurde, die Erkrankung des Lichen-Sklerosus deutlicher ausgeprägt war. Was den Unterschied ausmacht zwischen der Gesamtgruppe und den Frauen und Mädchen, bei denen eine Biopsie, also eine Gewebeprobe entnommen wurde, kann man hier nicht eindeutig aus den Daten lesen. Aber wie man schon mit der Dyspareunie, also den Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, vermuten konnte, so ist es wahrscheinlich so, dass bei denen mit Biopsie eine schwerere Ausprägung des Lichen-Sklerosus besteht oder die Therapie mit einem Cortison nicht so recht funktioniert hat. Denn die Logik ist folgende: Bei einem Lichen-Sklerosus sollte man, und das habe ich euch auch schon früher erklärt, nicht unbedingt eine Biopsie nehmen. Denn wenn man eine Gewebeprobe nimmt, so setzt man eine Verletzung, welche in der Situation der übermäßigen Entzündung diese Entzündung noch deutlich verstärken kann. Eine Biopsie muss man aber dann nehmen, wenn gewisse Veränderungen unter der Therapie mit Cortison nicht zurückgehen. Und das sind typischerweise sogenannte Leukoplakien, also weißliche Areale mit übermäßiger Verhornung. Denn hinter diesen Veränderungen könnten Krebsvorstufen oder eben ein Vulvakarzinom stecken. Insbesondere dann, wenn sie unter der Therapie mit einem lokalen Cortisonpräparat nicht weggehen. Wie gesagt, wir wissen, dass ein Lichen-Sklerosus die Entstehung eines Vulvakarzinoms begünstigt. Wie wir hier aber sehen, scheint die Strategie aufzugehen, dass man nicht sofort eine Biopsie nehmen muss, sondern erst dann, wenn sehr ausgeprägte Veränderungen bestehen oder diese unter Cortisontherapie nicht weggehen. Wie wir sehen, die Häufigkeit des Vulvakarzinoms war zwar sehr deutlich erhöht bei denen mit Biopsie, aber nicht in der Gesamtgruppe, in der auch die Frauen und Mädchen ohne Biopsie eingeschlossen wurden. Aus dieser Konstellation lassen sich aus meiner Sicht 3 ganz wichtige Punkte ableiten. Erstens erklärt sich daraus,
warum nur bei den Frauen mit Biopsie das Risiko für ein Vulvakarzinom erhöht war. Und zweitens scheint es so zu sein, dass eine konsequente Therapie, die auch die Leukoplakie verschwinden lässt, einen Vorteil bringt bezüglich des Risikos, Krebs zu entwickeln. Und drittens, und das ist auch ganz wichtig, ein Krebs der Vulva, ein Vulvakarzinom, scheint also nicht heimlich plötzlich zu entstehen, sondern man kann es finden, wenn man die auffälligen Bereiche beachtet. Schauen wir uns jetzt noch die zweite Publikation an, die 2023 zu diesem Thema erschienen ist. Es gibt zwei wichtige Punkte. Erstens sind in dieser zweiten Studie 10-mal mehr Patienten eingeschlossen. Wir haben also viel mehr Zahlen und daraus vielleicht auch eine andere Aussage. Und zweitens sind auch Männer eingeschlossen. Es ist eine Registerstudie aus Jönköping in Schweden, bei der alle Patienten, bei denen ein Lichen sclerosus zwischen den Jahren 2001 bis 2021 diagnostiziert wurde, ausgewertet wurden. Auch hier wurden Patienten ohne Lichen sclerosus als Kontrolle aus dem Register genommen und gegenverrechnet. In dieser Studie wurden 5.680 Patienten mit Lichen sclerosus ausgewertet, also mehr als 10-mal mehr als in der Studie aus Finnland. Dazu muss man noch sagen, es ist eine Registerstudie und wenn hier vielleicht der Zusammenhang mit der einen oder anderen Erkrankung nicht auftaucht, so könnte es auch daran liegen, dass diese Erkrankung schlicht und ergreifend im Register nicht richtig erfasst wurde. Trotzdem ist es interessant, gerade wegen der höheren Anzahl Patienten, einmal zu schauen, was hier gefunden wurde. Das größte relative Risiko wurde hier mit einer Leukoplakie der Vulva und einer lokalisierten Sklerodermie, also einer Verhärtung der Haut, gefunden. Auch das sind wiederum aus meiner Sicht keine echten Diagnosen, sondern typische Auswirkungen und Symptome des Lichen sclerosus und es ist daher natürlich nicht überraschend, dass diese viel häufiger mit Lichen sclerosus auftreten. Wenn wir aber zu den Erkrankungen kommen, so ist auch hier das Vulvakarzinom, der Krebs der Vulva, mit einem relativen Risiko von 17,1 und das Karzinom des Penis, also Krebs am Penis, mit einem relativen Risiko von 9,1 deutlich erhöht. Weiter war der Lichen ruber-planus, eine andere Form des Lichen, mit einem relativen Risiko von 7,9 deutlich häufiger bei den Patienten mit Lichen sclerosus. Weiter waren verschiedene Autoimmunerkrankungen dabei, die systemische Sklerose und Vaskulitiden deutlich erhöht. Ein bisschen weniger, aber auch erhöht waren diverse andere Autoimmunerkrankungen. Ein paar Erkrankungen wie die Zöliakie, die interstitielle Zystitis und die Kondylome, die in der finnischen Studie gefunden wurden, sind hier nicht vertreten, aber das könnte wie gesagt damit zusammenhängen, dass diese Erkrankungen möglicherweise im Register nicht entsprechend erfasst wurden. Fazit: Es gibt einige Erkrankungen, die im Zusammenhang mit Lichen sclerosus gehäuft auftreten. Allen voran ist sicher das Vulvakarzinom, der Krebs der Vulva, ein wichtiges Thema. Diese Krebserkrankung wird durch die chronische Entzündung des Lichen sclerosus begünstigt. Aber auch andere entzündliche Erkrankungen wie die interstitielle Zystitis, der Lichen ruber-planus und entzündliche Erkrankungen von Lippen- und Mundschleimhaut kommen häufiger vor. Auch einige Autoimmunerkrankungen scheinen gehäuft aufzutreten, dazu würde ich die Zöliakie zählen und die rheumatischen Erkrankungen. Für Menschen, die von Lichen sclerosus betroffen sind, ist die Tatsache, dass das Risiko für Krebs an Vulva und Penis deutlich erhöht ist, natürlich Anlass zur Sorge. Aber hier möchte ich noch einmal auf folgende wichtige Punkte hinweisen. Erstens, eine konsequente Therapie scheint hier hilfreich zu sein. Und zweitens, ein solcher Krebs scheint nicht heimlich und unscheinbar zu entstehen, sondern man findet ihn, wenn man die sichtbaren Veränderungen untersucht. Und das passt auch sehr gut dazu, dass auch gemäß der aktuellen Leitlinie von 2023 in den meisten Fällen ein Kontrollintervall von einem Jahr vorgeschlagen ist. Bei einem bestehenden Lichen sclerosus sollte man also einmal im Jahr ein Auge drauf haben. Und wenn die Erkrankung sehr ausgeprägt ist oder zu Beginn der Therapie, dann sollte dieses Kontrollintervall unter Umständen kürzer gewählt werden. Diese Empfehlung passt also sehr gut dazu. Also,
Wenn es um Lichen sclerosus geht, sollte man an die Begleiterkrankungen denken. Konsequent therapieren, regelmäßig kontrollieren, diese Erkrankung muss man im Blick behalten. So, nun wisst ihr Bescheid. Teilt dieses Wissen mit Freundinnen und Freunden, die es auch wissen sollten. Gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt und seid natürlich beim nächsten Video wieder dabei. Vielen Dank!